Einen Film über diese wunderbare Gesangstechnik zu drehen, trage ich schon sehr, sehr lange im Herzen. Zunächst sollte es eine DVD werden, die in ein Buch eingelegt wird. Also doch das Buch im Vordergrund steht und auf der DVD alles veranschaulicht werden sollte und hörbar gemacht. Ein Buch allein erschien mir schon von Anfang an nicht das Richtige, weil es doch zu einseitig ist. Geschrieben, ja, man kann es lesen, vielleicht ist es auch plausibel, aber man muss den Gesang einfach hören. Wenn man ihn nicht hört, bleibt es doch immer doch Theorie. Wenn man dazu dann auch noch den Singenden sehen kann, ist es natürlich wunderbar. Und mit den heutigen Mitteln der Technik ist das ja alles möglich. Und so dachte ich, ja, es sollte ein Film werden. Es sollte einfach ein Film werden. Und da diese Technik so bahnbrechend ist, dachte ich, gut, wie erreiche ich am schnellsten eine breitere Öffentlichkeit? Ja, und mit diesem Medium heutzutage ist das viel leichter geworden. Ich wollte aber nicht nur eine wirklich wunderbare Gesangstechnik zeigen, sondern natürlich auch deren Anwendung und noch viel mehr, nämlich mein Gesamtkonzept. Also das Konzept einer umfassenden Ausbildung, also nicht nur gesangstechnisch, interpretatorisch, sondern eben auch vom Auftritt her, von der Bühnenpräsenz. All das ist für mich wirklich ein Gesamtkunstwerk und es gibt so viele Möglichkeiten, dahin zu arbeiten und das eben auch zu zeigen. Das war mir wichtig, das in diesem Film zu Wort kommen zu lassen. Dann brauchte ich Sänger, mit denen das möglich war, das Konzept zu zeigen. Ich habe das riesengroße Glück gehabt, für diesen Film zu finden, 3 Protagonisten, die mich so voll und ganz unterstützt haben bei dem Projekt, ja, das weit über das, was man erwarten konnte, hinausging. Und ja, ich denke, der Film zeigt es auch. Die Begeisterung, die von allen her spricht, meine eigene natürlich sowieso, aber eben auch die der Protagonisten und schließlich dann auch noch weiterer Sänger, die dann beim Auftrittstraining dabei waren. Ich bin denen wirklich allen sehr, sehr dankbar für ihre Mitarbeit. Schon während der Dreharbeiten stellte ich dann fest, dass es wahrscheinlich ein Film werden würde, der ganz für sich alleine stehen könnte. Auch das Kamerateam bestärkte mich darin. Sie sagten mir immer wieder, Verena, dieser Film wird sehr stark. Du musst ihn nicht in einem Buch verstecken. Gib ihn für sich raus, als DVD. So was ist auch innovativ. Es ist wirklich ein Novum im Gesang. Es gibt es noch nicht so. Was gibt es? Es gibt Opern auf DVD natürlich mehr und mehr. Es gibt Konzertmitschnitte. Es gibt Porträts über Künstler. Aber nicht eine umfassende Dokumentation einer sehr guten Gesangstechnik. Das gibt es auf dem Markt noch gar nicht. Aber es gibt sehr viel Bedarf. Es gibt viele, viele Sänger, die suchen. Und warum soll man es nicht als DVD für sich sprechen lassen? Ja, und so änderte sich nach und nach der Wunsch, es formte sich um und ich dachte, ja, warum nicht? Dann, es lag natürlich auch daran, dass ich ganz wunderbare Sänger hatte, die mitwirkten bei diesem Film, die mich so nach all ihren Kräften unterstützt haben und auch überhaupt keine Kamerascheu gezeigt haben. Also nach wenigen Minuten vor der Kamera war alles entspannt und wir konnten kreativ arbeiten. Die größte Arbeit war dann der Filmschnitt, das kann man sich vorstellen. 25 Stunden Filmmaterial und der Film sollte nicht viel länger als 2 Stunden werden. Das war ein Sichten, ein Überlegen, welche Szenen sollen unbedingt rein, welche sind entbehrlich. Ich musste immer wieder versuchen, mich hineinzuversetzen in Sänger, die diese Technik nicht kennen. Was brauchen sie an Informationen und was nicht, was ist wirklich entbehrlich, aber was darf auf keinen Fall fehlen. Da musste, ja, vieles wurde überlegt, dann wieder verworfen. Dann auch der Aufbau. Wie baue ich einen Film auf, dass er spannend bleibt, dass es nicht zu trocken wird, dass nicht diese wirklich komplizierte Materie so im Vordergrund steht, dass man nach 10 Minuten erschöpft ist. Ja, wir fanden dann heraus, dass eine Abwechslung zwischen der Gesangstechnik und auflockernden Beispielen aus dem Auftrittstraining natürlich gut waren. Auch die bildhafte Art, wie wir an die Erklärungen rangegangen waren, erwies sich als doch sehr günstig für einen Film. Wir hatten Szenen aus Interviewszenen von den Sängern, die dann ihre eigenen Erfahrungen mitteilen konnten, die sie mit dieser Technik gemacht hatten. Ja, schließlich am Ende des Films ein Feature mit mir, wo ich nochmal alles genau erkläre, die Herkunft der Technik und auch meinen eigenen Umgang in meiner künstlerischen Arbeit. Dann die Anwendungsbeispiele. Wir mussten entscheiden, welche Arien, welche Lieder wählen wir aus,
Wo wird es am eindrücklichsten, dieser Unterschied dieser Technik zu anderen Techniken? Was macht sie so herausragend? Warum möchten wir empfehlen, diese Technik weiter zu lernen, zu studieren? Warum ist es so wichtig, sie einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen? Das waren alles Beweggründe. Und ja, ich kann sagen, es war eine monatelange Arbeit, aber ich hoffe und glaube auch, dass es sich gelohnt hat. Die Botschaft dieses Films, ja, der Titel ist schon die Botschaft. Die Befreiung des Klangs, genau darum geht es. Die Befreiung des eigenen Klangs. Also nicht darum, Klischees zu folgen oder die Stimme zu überfordern, zu unterfordern, zu weit aufzureißen, zu wenig Resonanzen zu benutzen, sondern wirklich in den ganz persönlichen Klang zu kommen. Eben den eigenen Klang zu befreien. Das ist die Botschaft des Films. Und ja, es klingt vielleicht simpel, es klingt vielleicht so, dass man denkt, naja, das sollte doch normal sein und üblich, aber das ist es nicht. Und ich hoffe sehr, dass diese Botschaft wirklich rüberkommt und auch die Begeisterung für die Befreiung des Klangs, die Begeisterung bei den jungen Sängern und auch die Begeisterung bei mir. Das wünsche ich mir sehr, dass das beim Publikum ankommt. Mir geht es auch darum zu zeigen, dass die Art, wie man mit Sängern umgeht, wie man mit einem Schüler oder einer Schülerin umgeht, sehr viel dann natürlich auch Auswirkungen hat auf das Ergebnis. Und diese Arbeitsweise, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass es in einem freundlichen Ton geschieht, dass ich nicht nur Kraft meiner Position und weil ich ja nun mehr weiß als mein Gegenüber, diese Machtposition ausnutze, das war mir auch sehr wichtig, das zu zeigen, dass es einen anderen Weg geben kann als dieser Druck von oben oder auch dem Schüler erstmal klarzumachen, dass er eigentlich nichts kann und ich ihm erst helfen werde. Mir geht es immer darum, dass man in einen Dialog kommt und dass man auch durch Fragen erreicht, dass der Schüler und die Schülerin selber nachdenkt, dass sie selber überlegen, was sie eigentlich wollen und wie sie auch selber weitergehen würden, dass sie also den roten Faden immer mit mir gemeinsam in der Hand haben, dass jede Frage erlaubt ist, dass es keine dummen Fragen gibt. Ja, darum geht es mir ganz gezielt und dass man in einer Atmosphäre lernen kann, die entspannt ist, die auch fröhlich ist, wo gelacht werden darf, wo auch mal geflucht werden darf und wo es also nicht wie beim Militär zugeht. Leider ist das ja häufig immer noch so, dass eher die zu strenge Herangehensweise betont ist. Dass man nicht nachfragen darf und dass der Lehrer auf einem Sockel steht. Und ich glaube, wenn man wirklich etwas zu sagen hat und wenn man wirklich weiß, was man kann und was man tut, dann braucht man das nicht. Dann kann man einem anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen.